26.000 Kilometer sind wir mit dem Rad um die halbe Welt gefahren. Es ist ein KTM Live Lontano mit einem Piniengetriebe. Aber was macht eigentlich ein richtig gutes Reiserad aus? Welche Komponenten können wir empfehlen? Was würden wir bei dem Rad ändern und was finden wir richtig gut? Heute eigentlich ein Piniengetriebe, was es verspricht. All das klären wir heute in dem Video. Und noch ein kleiner Hinweis, die Räder haben wir gesponsert gekriegt, aber keiner unserer Materialsponsoren hat Einfluss auf das Video. Das heißt, wir nehmen uns kein Blatt vom Mund und wir werden die Vor- und Nachteile von unseren Rädern in dem Video erläutern. Und wer sich jetzt noch fragt, wo wir da eigentlich sind, wir stehen gerade weit nördlich des Polarkreises, fast an der Spitze von Norwegen. Es hat bitterkalte minus 15 Grad, deswegen sind wir so einpackt. Aber dazu gibt es bald mehr auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt konzentrieren wir uns einmal auf das Fahrrad. Die Räder, die wir da haben, sind richtige High-End-Reiseräder und wir wollen gleich zu Beginn sagen, es braucht nicht unbedingt genau diese Konfiguration, um auf Weltreise zu gehen. Aber wir haben vor 10 Jahren mit ganz einfachen Stadträdern oder richtig billigen Mountainbikes angefangen und sind so mehrere Wochen unterwegs gewesen und haben genauso eine schöne Zeit gehabt. Allerdings hat ein Setup wie dieses da schon auch viele Vorteile und die werden wir ja jetzt im Video uns genau anschauen. Was wir auch noch dazu sagen wollen, ist, das Rad, so wie es da steht, das KTM Live Lontano, wird leider nicht mehr produziert. Das heißt, ihr könnt euch das Rad so nicht kaufen, aber wichtig sind eben die einzelnen Komponenten und so kann sich jeder mit dem Wissen dann sein eigenes Traumrad zusammenstellen. Das Herzstück unserer Räder ist der Rahmen. Und zwar haben wir da einen Stahlrahmen. Ein Stahlrahmen hat den riesen Vorteil, dass man zum einen sehr leicht schweißen lassen kann. Vor allem einen Stahlschweißer findet man leichter als wie einen Aluminiumschweißer. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Stahl ganz gut dämpft, ganz gut federt. Das heißt, wenn man auf unebenen Straßen unterwegs ist, federt der Stahl einiges weg. Ein Nachteil vom Stahlrahmen ist natürlich das Gewicht. Der ist relativ schwer im Vergleich zum Aluminiumrahmen. Und ein weiterer Nachteil ist, dass er, wenn man Plätzen reinkriegt, dass er leicht zum Korrodieren, zum Rosten anfängt. Was man zu unserem Rahmen nur erwähnen muss, es ist ein spezieller Rahmen, der was für die Pinien konstruiert worden ist. Das heißt, den Rahmen kann man wirklich nur mit einem Piniengetriebe fahren und nicht mit einem anderen Schaltsystem. So wie das Fahrrad da steht, wiegt es um die 20 Kilo. Es ist also schon ein richtiges Schwergewicht. Es ist eben ausgelegt für eine große Weltreise. Der Großteil des Gewichts, der kommt vom Stahlrahmen und deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht nur kleinere Radtouren oder man fährt zum Beispiel ins Nordkap, dann kann man schon überlegen, ob man statt am Stahlrahmen vielleicht auf Aluminium zurückgreift. Man spart sich dadurch einige Kilo und ist trotzdem mittlerweile eine sehr zuverlässige Art des Rahmens. Gestartet sind wir die Reise mit einer normalen Sattelstütze und für den zweiten Teil unserer Reise, wo wir nach Skandinavien gefahren sind, haben wir unsere Sattelstütze abgegradet auf einen Thudbuster. Wir haben ziemliche Probleme mit der Wirbelsäule, mit dem Rücken gehabt und wir müssen echt sagen, durch die Federung durch den Thudbuster, das hat uns sehr viel geholfen. Was halt leider ein großer Nachteil von dem Ding ist, dass er relativ schwer ist, also er wiegt ein knappes halbes Kilo. Und natürlich sind es auch wieder Teile, die was kaputt werden können, wenn man unterwegs ist. Auf dem Thudbuster haben wir den Sattel von Ergon, einen ST Core Evo montiert. Der taugt uns richtig gut. Man muss dazu sagen, wir sind gestartet mit einem Brooks, mit einem klassischen Ledersattel. Mit dem sind wir aber beide nie so wirklich glücklich geworden. Jetzt haben wir für den zweiten Start unserer Reise nach Skandinavien umgerüstet auf den und wir sind beide einfach mega zufrieden mit dem, also wesentlich mehr als wie mit dem Brooks. Als Gepäckträger haben wir den Klassiker von Tubus drauf. Damit sind wir mega zufrieden. Und ich habe zum Beispiel auf meinem Rad immer so zwischen 30 und 35 Kilo, je nachdem wie viel Essen und Wasser wir dabei haben. Und wir haben bisher wirklich noch keine Probleme damit gehabt. Der Lenker ist ein Standard Mountainbike-Lenker von KTM. Die Griffe sind von Ergon, das sind die GP5. Ich habe die extra großen Hörner, weil einfach für mich das zum Greifen die Variationen super angenehm sind und ich das lieber habe als die Alternativen, die kleinen Hörnchen. Einen Spiegel haben wir auch immer dabei, ganz wichtig für uns. In dem Fall haben wir den Busch & Müller Cycle Star, wir sind sehr zufrieden damit. Einziger Nachteil ist, wenn das Rad umfällt, bricht er schnell mal ab, aber da gibt es kleine Ersatzteile, die kann man mitnehmen und dann kann man das schnell wieder reparieren. Für die Navigation haben wir immer unser Handy und das ist super praktisch, wenn man das Handy auf dem Lenker montieren kann. Da haben wir von Topic das Ride Case. Wir sind mega zufrieden damit. Aber das ist jetzt mein Rad
Und obwohl Reini und ich eigentlich die gleichen Komponenten am Radl haben, haben wir nur einen Unterschied, und zwar den Lenker. Und wenn wir jetzt uns Reinis Rad anschauen, dann sieht man, dass der Reini einen anderen Lenker drauf hat, und zwar den Dunham-Lenker vom Cycling About, den kennt ihr sicher von YouTube. Der Lenker hat einfach den Vorteil, dass er nur mehr Variationen beim Greifen gibt, und vor allem hat er auch die Möglichkeit oder bietet er die Möglichkeit, dass man weiter runter, also aerodynamischer fahren kann. Für den Reini, unseren alten Triathleten, ist das ganz wichtig, und deswegen hat er sich diesen neuen Lenker gegönnt. Der einzige kleine Nachteil von dem Lenker ist, dass er insofern nicht ganz ausgereift ist, weil die Ergon-Griffe mit der Pinion-Schaltung nicht mehr ganz drauf passen. Also der Lenker ist ein bisschen zu kurz, man muss den Ergon-Griff ein bisschen abschneiden, damit er passt, aber wenn man das mal gemacht hat, dann sitzt er perfekt und dann gibt es eigentlich keine Nachteile mehr, und Reini ist wirklich super zufrieden damit. Wir haben auf unseren Rädern hydraulische Scheibenbremsen von Shimano Diore. Und der Vorteil von hydraulischen Scheibenbremsen ist, dass man bei Nässe wirklich nur eine gute Bremskraft hat. Also generell hat man eine richtig gute Bremskraft. Sie verdrecken auch nicht so schnell, wenn man auf schlammigen Pisten unterwegs ist. Ein Nachteil ist natürlich, dass man nicht so einfach an Ersatzteile kommt, wenn man irgendwo ist, wo es halt schwierig ist, dass man Teile kriegt. Es kann leicht was beschädigt werden, wenn man die Räder im Flugzeug mitnimmt, die Scheibenbremsen. Aber für uns überwiegen schon die Vorteile. Ein Vorteil, was ich noch vergessen habe, ist, dass man eben keinen Verschleiß der Felge hat, wie das zum Beispiel bei der Magura-Bremse ist, bei der Felgenbremse. Also wie gesagt, der Vorteil für uns überwiegt bei den hydraulischen Scheibenbremsen auf alle Fälle, und wir können es wirklich jedem empfehlen, weil die sind doch sehr zuverlässig. Wir sind jetzt sehr viele Kilometer damit gefahren und haben noch keine Probleme gehabt. Also ganz stimmt es ja jetzt nicht, dass wir keine Probleme mit der Bremsen gehabt haben, weil man muss auch sagen, so Scheibenbremsen, das erhöht die Belastung für die Radnabe und für die Speichen erheblich natürlich. Und wir haben auf der letzten Reise eine Radnabe von KTM drinnen gehabt, und zwar ist uns die nach 19.000 Kilometern ist uns die gebrochen. Da ist uns bei beiden Radnaben die Radachse gebrochen. Und wir haben die jetzt austauscht, wir haben jetzt von Pinion die H3 Radnabe drinnen, die ist für hohe Belastungen ausgelegt. Aber da können wir eigentlich noch nicht wirklich viel dazu sagen, weil die haben wir jetzt 6.000 Kilometer gefahren. Bisher haben sie super gehalten, und mal schauen, wie das in Zukunft natürlich dann ist. Zu unseren Felgen kann man sagen, wir haben die von KTM, wobei KTM die von Ambrosio zukauft. Da haben wir schon einiges tauschen müssen. So wie da haben wir zum Beispiel die Cross-Disc-Felgen drauf, hinten haben wir Sport-Disc-Felgen drauf, also da haben wir schon ganz unterschiedliche. Was aber wichtig ist, es sind 29 Zoll Felgen, also wir haben große Reifen drauf. Auf den Felgen haben wir dann von Schwalbe die Marathon Mondial 52er, wir sollten das sein, was wir drauf haben. Im Moment haben wir aber Spike-Reifen von Schwalbe drauf, also die Marathon Winter Plus, weil wir bei den Bedingungen mit unseren normalen Reifen halt nicht fahren können. Sind Sie eingefahren? Ja, sind Eiszapfen. Jetzt noch mal kurz zu unserem Standardreifen, den was wir immer drauf haben, dem Marathon Mondial Evolution. Damit sind wir wirklich sehr zufrieden. Also wir sind mit dem ersten Satz 18.000 Kilometer gefahren. Also was wirklich eine gute Laufleistung für einen Fahrradreifen ist. Zum Thema Plattensicherheit, Pannensicherheit. Es wird angepriesen, dass der plattensicher ist. Ist er nicht wirklich. Also wir haben um die 20 Platten sicher gehabt. Also das ist ein Punkt, der was vielleicht nicht ganz so super ist. Aber im Grunde ist es einfach der perfekte Reifen. Für die erste Reise war er von dem her ideal, weil wir immer wieder auf Schotterpisten unterwegs waren. Und der dämpft einfach ganz gut. Also wir haben einen 52er drauf gehabt, der ist sehr breit. Also der dämpft einfach einiges auch weg. Auf unserer zweiten Reise ans Nordkap würde man sagen, dass der Reifen eigentlich überdimensioniert war. Also wir sind überwiegend auf Asphalt unterwegs gewesen, und da ist einfach gescheiter, einen schmäleren Reifen mit ein bisschen weniger Profil, dass man einfach leichter rollt auf dem Asphalt. Zu unserer Schutzbleche noch mal ein kurzes Wort. Wir haben in Laos einen Unfall gehabt, und danach haben wir die Schutzbleche tauschen müssen, weil die kaputt waren. Wir haben uns jetzt von SKS Schutzbleche drauf getan. Dazu müssen wir aber sagen, dass wir wirklich überhaupt nicht zufrieden damit sind, weil sie die ständig verstören, und dann kommen ständig irgendwie am Reifen an und machen irgendein Geräusch. Also nicht sehr zum Empfehlen. Ein kurzes Wort noch zu den Speichen. Da sind uns bisher 4 Speichen gebrochen, wobei ich sagen muss, die sind alle an Angie am Radl gebrochen, also noch kein einziger an meinem Radl. Das Licht an unserem Fahrrad ist von Busch und Müller. Gestartet sind wir da mit einem anderen Licht, da war jetzt die genaue Type nicht mehr, aber jetzt mittlerweile haben wir das IQ-X drauf. Die Lampen ist richtig gut, also leuchtet die Straßen super aus, ist natürlich auch für die Sicherheit sehr wichtig. Ein Nachteil von der Lampen ist aber schon, dass wenn man sehr langsam fährt, fängt das Licht voll zum Flackern an.
Also das ist nicht so unbedingt super. Mit Strom versorgt wird das Licht mit einem Nabendynamo, was wir drauf haben. Da haben wir mittlerweile von Son einen Dynamo drauf, der was super funktioniert. Davor haben wir von Shutter Precision einen Dynamo gehabt. Mit dem haben wir aber immer wieder Probleme gehabt. Deswegen haben wir jetzt dann irgendwann gewechselt auf den und ja, wie gesagt, der funktioniert super. Generell zum Nabendynamo ist zum Sagen, er ist nicht leicht. Also er ist schon viel Gewicht, was man da dabei hat, aber im Endeffekt ist es einfach gut, dass man eine dauerhafte Beleuchtung am Fahrrad hat, was eben zur Verkehrssicherheit beiträgt. Und zusätzlich kann man dann auch noch seine elektronischen Geräte laden, wenn man, so wie wir, von Busch und Müller das E-Werk zum Beispiel drauf hat. Damit kann man ca. bei 6 bis 7 Stunden Fahrzeit ungefähr 1500 mAh aufladen. Das ist ungefähr eine halbe bis zu 3/4 Handyladung. Das hängt natürlich immer davon ab, in was für ein Gelände das man unterwegs ist. Wenn man jetzt lang bergauf fährt und natürlich langsam fährt, dann ladet das E-Werk quasi nichts. Aber wenn man jetzt über den Tag sagen, so 15, 20 km/h fährt, dann ladet es eigentlich relativ gut. Pedale haben wir von Shimano, die Diore XD, und zwar die Version, wo auf der einen Seite ein flaches Pedal und auf der anderen Seite ein Klickpedal ist. Gestartet sind wir auf der ersten Reise mit rein flachen Pedalen. Wir haben aber dann nach ein paar Monaten für uns gemerkt, dass uns einfach Klickpedale wesentlich mehr taugen und deswegen sind wir dann umgestiegen auf die Pedale. Die Vorteile von Klickpedalen sind, dass man einen wesentlich runderen Tritt fahren kann und dass man, wenn es bergauf geht, einfach ziehen kann. Das heißt, mehr Energie in Bewegung ummünzen kann. Nachteile von Klickpedalen sind, dass man natürlich einen speziellen Schuh braucht, wo man die Klickis montieren kann, dass man die verwenden kann. Und ein weiterer Nachteil ist, wenn einfach der Untergrund instabil ist, wenn es schwierig zum Fahren ist, dass man nicht rechtzeitig aus die Klickis rauskommt und dann einfach samt dem Radl umfällt. Jetzt kommen wir mal zu einer Besonderheit von unserem Fahrrad, und zwar den Antrieb. Wir haben da einen Gates Riemenantrieb drauf, einen Carbon Drive. Der Vorteil oder die Vorteile von so einem Riemenantrieb sind zum einen der Verschleiß. Das heißt, verglichen mit einer Ketten für eine Nabenschaltung, mit der kommt man maximal 10.000 Kilometer. Mit dem Riemen sind wir aber jetzt schon 26.000 Kilometer gefahren. Ein weiterer Vorteil ist die Wartung. Das heißt, man muss nicht schmieren, man muss einfach nur den Riemen gelegentlich mit Wasser waschen und das war eigentlich alles, was man machen muss. Ein Nachteil vom Riemen ist, dass man den nur mit Nabenschaltungen, mit Getriebeschaltungen verwenden kann und dass man einen speziellen Rahmen braucht. Das heißt, man braucht ein Rahmenschloss oder ein Rahmenendel, damit man den Rahmen öffnen kann, um den Riemen in den Rahmen reinzukriegen. Ein weiterer Nachteil ist, dass man so einen Riemen natürlich nicht weltweit kriegt. Wobei man kann das Ersatzteil eigentlich leicht mitnehmen, weil so ein Riemen wiegt einfach nichts. Dann kann man gut so zusammenrollen und ja, als Ersatzteil mitnehmen und das passt eigentlich alles gut. Und jetzt kommen wir mal zum Herzstück von unseren Fahrrädern, und zwar unserem Piniengetriebe. Wir haben in dem Fall das Piniengetriebe P118, was so viel bedeutet, wie dass das Getriebe 18 Gänge hat. Die Gänge sind super fein abgestimmt, was wirklich sehr angenehm ist. Die Übersetzungsbandbreite ist richtig breit, also man kommt wirklich mit dem leichtesten Gang den steilsten Hügel bergauf mit einem voll beladenen Rad und kann aber bergab auch noch richtig Gas geben. Die 18 Gänge werden geschalten über einen Drehgriff, den was man am Lenker oben hat. Es gibt aber optional von Drittanbietern mittlerweile schon die Option, dass man auf einem Dropbar-Lenker die Schaltung auch mit Schalthebeln bedienen kann. Das Getriebe ist äußerst wartungsarm. Man muss nur alle 10.000 Kilometer oder einmal im Jahr das Öl wechseln und der Ölwechsel, der ist wirklich einfach. Man muss aber auch dazu sagen, das ist eine Empfehlung von Pinien und wenn man jetzt einmal das Öl für 2 oder 3 Jahre nicht wechselt, wird auch nichts passieren. Im Grunde sind wir wirklich mega zufrieden mit der Pinien. Sie hat uns nie enttäuscht, sie hat uns wirklich durch die ärgsten, widrigsten Bedingungen begleitet. Wir sind in Sandstürmen gewesen, wir sind auf über 4.700 Meter damit gefahren. Wir haben Flüsse durchquert, wir sind durch schlammige Pisten gefahren und nie hat sie uns enttäuscht. Also ist wirklich ein kleines Wunderwerk der Technik, was wir da dabei haben. Aber man muss auch auf die Nachteile von dem Ganzen eingehen. Ein großer Nachteil ist, dass das Ding wirklich schwer ist.
Wobei man das auch ein bisschen relativieren kann. Das Gewicht ist wirklich gut verteilt. Also es sitzt im Zentrum vom Radl. Hingegen ein anderer namhafter Anbieter hat das Gewicht hinten in der Radnabe. Und dadurch, dass das bei uns aber im Zentrum ist, ist einfach das Fahrverhalten wesentlich besser. Ein weiterer Nachteil ist, wenn da was kaputt wird, man kann es nicht selber herrichten. Also man ist dann auf Pinion angewiesen. Da können wir aber auch sagen, da haben wir nur positive, gute Erfahrungen gemacht beim Service von Pinion. Die haben sich eigentlich immer dann darum gekümmert, wenn irgendein kleines Verschleißteil oder so kaputt worden ist. Wenn wir schon bei Verschleißteilen sind, dann ein kurzes Wort zum Drehgriff vom Pinion. Der verschleißt einfach mit der Zeit. Also das heißt, der wird immer glatter. Und wenn der Griff dann nass ist, weil es regnet oder weil man viel schwitzt, dann tut man es einfach immer schwerer, dass man einen Gang einlegt, weil er relativ rutschig wird. Also das ist schon ein Nachteil von dem Drehgriff. Was man auch erwähnen sollte beim Drehgriff ist, dass der, wenn es richtig kalt ist, so wie jetzt bei minus 20 Grad zum Beispiel, dass er schwergängiger geht. Also man kann die Gänge nicht mehr so leicht einlegen. Wenn es warm ist, merkt man überhaupt nichts. Dann gängen die Gänge richtig leicht rein, aber wie gesagt, wenn es kalt ist, ist es einfach ein wenig schwergängiger. Was wir bei einer unserer Pinion, nämlich an meinem Radl einmal gehabt haben, ist, dass wir einen Ölverlust gehabt haben. Es ist richtig viel Öl rausgekommen. Da hat uns aber Pinion dann gleich beruhigt und gesagt, dass immer eine gewisse Restschmierung im Piniengetriebe drinnen bleibt. Das heißt, es wird nicht wirklich was passieren. Wir haben die Pinion dann eingeschickt, es ist ein Service gemacht worden, neues Öl ist reingekommen und seitdem habe ich wieder keine Probleme mehr. Und jetzt noch ein Vorteil von der Pinion, den wir vorher nicht erwähnt haben, ist, wenn man jetzt bergauf fährt und man muss stehen bleiben, dann kann man einfach den Gang wechseln im Stehen. Also das ist ein mega Vorteil. Es macht so viel einfacher, wenn man dann wieder losfahren will, dass man einfach gleich einen leichteren Gang einlegen kann. Ein Erfahrungswert wollen wir euch natürlich auch noch sagen, den wir mit der Pinion gemacht haben. Hier und da, also manchmal kommt es vor, dass man unterm Fahren, also man schaltet und man fährt weiter. Und wie aus dem Nichts auf einmal macht es einen kurzen Schnäuzer, einen Klick und dann funktioniert, also dann fährt man aber ganz normal wieder weiter. Also es passiert nichts, aber es tut einen lauten Schnäuzer. Und das hängt damit zusammen, dass in der Pinion eine Schaltklinke ist und wenn die nicht ordentlich in den Zahn eingreift, dann kann es passieren, dass man weiterfährt, also Gang ist drinnen und auf einmal, klick, haut es diese Klinke rein in den Zahn und das macht ganz ein lautes Geräusch. Da ist dann nichts kaputt in der Pinion. Es ist natürlich ein kurzer Schrecken, weil man glaubt, da ist irgendwas hin, aber da ist einfach nichts. Und das passiert vielleicht einmal die Woche oder so, dass das dann vorkommt. Was man schon erwähnen muss, ist, dass einfach so ein Radl ist ein Gebrauchsgegenstand und man kann sich das beste Equipment kaufen, was am zuverlässigsten ist, aber eine 100%ige Garantie, dass irgendwas hin wird, das hat man einfach nicht. Das heißt, man muss sich dessen bewusst sein, selbst wenn man so ein High-End-Radl hat, es kann einfach immer mal was hin werden. Wie ihr seht, wir sind mittlerweile in unsere Polaranzüge geschlüpft. Es hat jetzt weit über minus 20 Grad und es ist so kalt, ich sehe gar nichts mehr durch meine Brille, die ist schon eingefroren und rein stehen die Eiszapfen an Bord. Aber wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Uns würde aber vorher noch interessieren, mit welchen Rädern ihr eigentlich unterwegs seid und ob ihr gerne mal ein Piniengetriebe ausprobieren würdet. Alle Infos zu unserem Rad, wenn das jetzt für irgendwen zu schnell gegangen ist und der gerne nachlesen wird, das steht alles bei uns auf dem Blog. Der Link dazu unten in der Infobox. Ich habe im Video immer wieder von unserer ersten Reise gesprochen und unsere erste Reise war eben von Salzburg bis nach Malaysia. Und wir haben die erste Reise jetzt in Form eines Vortrages aufgenommen, den kann man online anschauen. Und würde uns freuen, wenn der ein oder andere von euch sich dann anschauen wird. Die Infos dazu findet ihr auch unten in der Infobox. Und wer uns jetzt noch unterstützen möchte, der kann gerne einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Das ist die einfachste Möglichkeit, unsere Reise am Leben zu erhalten. Und wir sagen danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.